À l'EPFL, Tobias Kippenberg met en lumière le mariage entre deux domaines de la physique, l'optique quantique et la mécanique classique. Le physicien allemand de 49 ans s'est fait connaître mondialement pour ses travaux sur des objets minuscules appelés microrésonateurs. Ein optischer Mikroresonator ist eine mikro- oder nanoskalige Struktur, die es erlaubt, Licht für sehr lange Zeiten auf sehr kleinem Raum zu speichern. Ces recherches ont commencé avec des sphères en verre miniatures dans lesquelles les particules de lumière, les photons, sont piégés et tournent en boucle, comme les motards dans le globe d'acier d'un cirque. Mais rapidement, il invente une autre structure. Und uns ist dann mein Doktorat in den USA erstmalig gelungen, diese Systeme deutlich kleiner zu machen, mit Hilfe eines Torus, der auf einem Mikrochip erzeugt worden ist. Und über die Jahre hinweg haben wir die Strukturen immer weiter verkleinert, immer auch ihre Eigenschaften verbessert, gerade hinsichtlich auch ihrer mechanischen Eigenschaften. Et pour comprendre ce qu'il se passe dans cet anneau en verre, 100 fois plus fin qu'un cheveu, il faut aller en laboratoire. Licht befindet sich hier im äußeren Torus und zirkuliert, wird kontinuierlich reflektiert an der Außenwand. Während das Licht zirkuliert, kann es eine Kraft ausüben, eine Lichtkraft. Und diese Lichtkraft kann mechanische Bewegung anregen. Und genauso wie ein Weinglas, der mit dem Finger herüberstreicht, eine Vibration erzeugen kann im hörbaren Audiobereich, so hat auch diese Struktur eine mechanische Schwingung, allerdings bei einer Frequenz, die knapp 1000 Mal höher liegt. Und diese Struktur koppelt somit Licht an mechanische Bewegung. Autrement dit, ce sont bien les photons qu'on décrit avec la physique quantique dans le monde des particules qui induisent un effet bien mécanique, lui, sur un objet macroscopique, l'anneau de verre. Une découverte révolutionnaire. Le chercheur montre aussi le phénomène inverse. Lorsque la lumière sort de l'anneau, elle fait diminuer ses vibrations. Les physiciens parlent alors de refroidissement par laser. L'intérêt de ces microrésonateurs quantiques, qui peuvent aussi prendre d'autres formes, ils peuvent devenir des senseurs de taille infime, permettant des mesures de mouvement avec une incroyable précision, de l'ordre du milliardième de mètre. Mieux encore, ces anneaux de verre génèrent ce que les scientifiques appellent des peignes de fréquence optique. Am Eingang des Chips befindet sich ein Laser einer einzelnen Frequenz, einer wohldefinierten Farbe. Und wenn dieser eingespeist wird in den Mikroresonator, so kann der Mikroresonator dieses Laserlicht umwandeln in einen sogenannten Frequenzkamm. Und dieser besteht aus Hunderten von Laserlinien, die ausgekoppelt werden aus dem Chip und die alle exakt denselben Abstand haben. Là aussi, une régularité due à la physique quantique. Und damit funktioniert der Frequenzkamm faktisch wie ein Lineal, aber nicht für Distanzen, sondern für Licht und kann für viele Anwendungen benutzt werden. Par exemple, pour calibrer les instruments scrutant les planètes situées hors du système solaire, pour transmettre simultanément divers flux de données par fibre optique ou pour faire fonctionner les ordinateurs du futur. Jusque-là, il fallait une table optique entière pour produire ce phénomène, pour lequel l'Allemand Theodor Hensch et l'Américain John Hall ont obtenu le prix Nobel de physique en 2005. Le dispositif de Tobias Kippenberg, lui, tient dans une micropuce. Avec ces percées, le chercheur a ouvert un champ d'application très vaste en fabriquant toute une variété de ces circuits photoniques intégrés. Dies ist der Ort, an dem wir gearbeitet haben, um Mikroresonatoren auf einem Chip herzustellen, mit modernen Halbleiterverfahren, unter anderem Lithografieanlagen, wie man sie hinter mir sieht. Und uns ist es gelungen, die Verluste von diesen Schaltungen, diesen photonischen Schaltungen, sehr stark zu reduzieren und damit viele verschiedene Anwendungen zu öffnen. Und das hat unter anderem zu einer Ausgründung aus meinem Labor geführt, der Firma Ligentech, für heute integrierte photonische Schaltungen mit sehr verlustarmen Wellenleiterstrukturen verkauft für verschiedenste Anwendungen. Ce sont des installations de pointe, comme cette salle blanche, qui l'ont convaincu de venir faire sa carrière en Suisse. Ja, für unsere Forschung sind Mikro- und Nanostrukturierungsmethoden sehr wichtig, um einfach die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie möglichst stark zu gestalten. Und dazu haben wir hier in der Schweiz exzellente Infrastrukturen, exzellente Reinräume. Mikroprozessierungstechniken an der Hochschule stehen uns offen. Aujourd'hui, Tobias Kippenberg fait partie des physiciens les plus cités dans son domaine. Il a décroché plusieurs bourses de recherche et prix renommés, dont maintenant le prix Marcel Benoît. Ja, es ist eine große Ehre,
den Benoist-Preis verliehen zu bekommen, der eine große Überraschung für mich darstellte, da der Preis doch traditionell an Wissenschaftler am Ende ihrer aktiven Karriere verliehen worden sind. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe noch mehr als 15 Jahre. Und in dieser Zeit möchte ich gerne weiterhin mich der Grundlagenforschung auf der einen Seite, aber auch der Möglichkeit, unsere Forschung zu translatieren, widmen und im Zuge dessen auch eine neue Generation an Wissenschaftlern heranbilden.